Hallo, ich bin Lina und ich bin dein Guide durch den Social Hub. Heute zeige ich dir, wie ich unsere Social Hub Markenstimme kontinuierlich angepasst habe, damit sie wie unsere Social Media Managerin Lisa klingt. Kurz zur Erinnerung. Mit der Definition der Markenstimme stellst du sicher, dass die AI-generierten Textvorschläge im Content Planner oder mit Smart Reply in der Inbox mehr nach deinem Unternehmen und weniger nach generischer AI klingen. Um die Markenstimme zu definieren, musst du dem Feature konkrete Informationen zur Verfügung stellen, an denen es sich orientieren kann. Hierbei kannst du mit ganzen Sätzen, Stichpunkten oder auch einzelnen Wörtern arbeiten. Aber wie geht man hier am besten vor? Es gibt hier verschiedene Ansätze und unserer ist nur ein Vorschlag von vielen. Im ersten Schritt habe ich die ersten 4 Felder ausgefüllt. Also wer wir sind, wie wir reden und wer unsere Zielgruppe ist. Diese Angaben bilden quasi die Basis für die Antworten. Jetzt geht es darum, diese mehr wie Lisa klingen zu lassen. Dafür habe ich mir in Schritt 2 ziemlich viele Posts und Kommentare unserer Social Media Managerin angesehen, um zu schauen, ob ich Parallelen, Gemeinsamkeiten oder Auffälligkeiten bemerke. Übrigens, auch wenn du selbst der Verfasser bist, eine kleine Analyse hilft dir, bestimmte Muster zu erkennen. In unserem Fall gehören dazu zum Beispiel Humor, Emojis, die Nutzung von Denglisch, vor allem wenn es um populären Online-Slang geht, eine Mischung aus Empathie und Fachwissen und es wird alles eher kurz und knackig gehalten. All diese Punkte habe ich dann etwas ausgearbeitet und in die entsprechenden Felder eingetragen. Wie du siehst, arbeite ich tatsächlich mit einer Mischung aus Stichpunkten, ganzen Sätzen und einzelnen Wörtern, je nachdem, was besser passt. Dann kommt der erste Testdurchlauf in Smart Reply. Ich suche mir ein Ticket und generiere 1 bis 2 Sets an Vorschlägen und vergleiche diese mit den Antworten von Lisa. Sieht es ähnlich aus? Klingt es ähnlich? Wenn nicht, schaue ich, wo die Diskrepanz liegt. Sind es die falschen Emojis? Dann definiere ich, welche häufig zum Einsatz kommen sollen. Sind es die falschen Ausdrücke? Dann schaue ich, welche Begriffe Lisa gerne benutzt und trage diese ein. Manchmal haben wir alle so Sprüche oder Wörter, die wir bewusst oder unbewusst immer wieder sagen. Und die können tatsächlich viel zur Markenpersönlichkeit beitragen. Habe ich die Optimierungen vorgenommen, gehe ich wieder zurück zu Smart Reply und generiere wieder 1 bis 2 Sets an Vorschlägen, um sie mit Lisas Community Management zu vergleichen. Und dann fängt die Suche nach Diskrepanzen von vorne an, falls es nicht passt. Ist der Ton zu fachlich oder nicht empathisch genug? Sind die Antworten noch zu lang? Und so optimiere ich mich Schritt für Schritt Richtung passende Markenstimme. Wichtig ist immer zu beachten, je mehr Informationen das Feature hat und je klarer die Konditionen formuliert sind, desto passender sind die Ergebnisse. Es ist eigentlich nichts anderes als eine große Prompting-Übung. Und wie bei ChatGPT ist es ein Skill, den man lernen und verfeinern kann. Mein Tipp: Spiele einfach mit deiner Markenstimme. Die Optimierung passiert nicht an einem Tag, sondern manchmal über längere Zeiträume hinweg. Und je besser du deine eigene Markenstimme verstehst, desto leichter fällt es dir, diese in Worte zu fassen. Wenn du Fragen zum Thema Markenstimme hast, melde dich gerne bei uns. Wir helfen dir gerne weiter.